Madhava Kunja Bihari Gopti Janna Vallabha Giridhari Bhakti Vedanta Swami
Krishna. Caitanya Prabhupada, Shri Radha, Shri Radha, Shri Radha Krishna, all glories to the Son, glories to the Son, glories to the Son, glories to the Son. So we continue with the Transcendental Diary, wonderfully written by His Grace Hari Sauri Prabhu. And Srila Prabhupada continues being in Vrindavan still, Sri Vrindavan down. Citing the Brahma Samhita 540, he attacked what has been a bugbear for some of his disciples. Vasudhati Binam, just as moon planet, their atmosphere is different. Otherwise, how is it possible the moon planet, it is so nice, soothing rays are coming, and why not from the sun? The sun is differently constructed, different rays. It is God's arrangement. In daytime, you require sunshine and you become tired. So at night time, there's very soothing moonlight. You become pacified, cleansed, soothing. Each and every planet is differently constructed. They do not know. These rascals, they are passing as scientists and simply giving this conclusion that every planet is full of dust and rocks. If they are dust and rocks, then why from the sunshine so much heat comes? And why from the moonshine so soothing and pleasing shine is coming? These rascals, they do not know. And they are passing as scientists. I call them directly rascals, simply set of rascals. They have never gone to the moon planet. They do not know what are the different positions of the different planets. Simply they are, I mean to say, cheating people to get good salary. That's all. And in the name of a scientist. But you should know from the Vedic literature the position. You should know that each and every planet is full of different types of living entities. And in the higher planetary system, the standard of living, it is mentioned thousands and thousands of times better than this planet. Of course, Prabhupada's attack on the material scientists was secondary to his main purpose of convincing us that wherever we may reside in this material world, the same conditions of deterioration ultimately apply. Our purpose, therefore, should be to ensure our connection with it and aim for something higher. For that, he said, we need guidance, and not just any will do. The first thing is Hangse Gurau Mai Bhaktyana Vritya. This is religion. Ado Guru Shavayam. If you do not get the qualified guru, then everything is bogus. By good fortune, if you get the association of a guru, qualified Hangsa, Paramahansa. Paramahansa guru means sannyasi, last stage is Paramahansa. Kutichakka, Bahudakka, Paripakacharya, and Paramahansa. These are the different stages. When one takes sannyas, he lives out the village in a kuti, in a cottage. In the beginning, he keeps up his association of neighborhood and family.
but he is not practiced. He therefore lives outside the village, and if somebody gives some food, he eats. Then when he becomes experienced that he does not accept food from one source, either his own home or one home, he takes foodstuff from many homes. Give me a little piece of chapati. So somebody gives half, because they are also not overburdened. If they have to deliver, so many sannyasis come, and sumptuous food, and how the grihastha will provide. There may be other sannyasis, therefore, little only. Madhupuri. The Goswamis practiced this Madhupuri in Vrindavan. And they lived, but they would take little only from the house. This is called Bahudaka. Then, when he has practiced more, he travels all over the world, Acharya. And when he is fully experienced in spiritual life and everything, then he is Paramahamsa. So one must find out a guru who's Paramahamsa, neither Kutichakka, nor Bahudaka, nor Parinakacharya, Paramahamsa. So in the Chaitanya Caritamrita also, Lord Chaitanya says, Guru Krishna Kripaya Bhaya Bhakti Lata Bija. Chaitanya Caritamrita Madhya 1915. This Bhakti Lata Bija can be obtained through the mercy of Guru and Krishna. Here, Vishapdev, who is the incarnation of Krishna, therefore he says, Hansa Guru Mai. You cannot jump over to Krishna. Well, I know Krishna. I shall go to Krishna directly without Guru. There are many rascals, they say that. So that is not possible. First of all Guru, then Krishna. So these are descriptions. This is the beginning. If we actually practice the description of the prescription given in the Shastra, then it will be possible that, as it is said, Karmanu Bhadra Dridha Ashlatera. Our strong desire to enjoy this material world in different ways, that will be slackened. That is wanted. So Srila Prabhupada is speaking in the beginning, he's speaking about the condition in other planets. No, like you mentioned, the modern scientists, they say there's nothing. There's only living creatures on this planet. But actually, the perfect knowledge, the Vedas, they reveal to us that every planet is full of living entities. And they're living there, of course they're living under different conditions than here. Just like I just heard Prabhupada say that, the sun planet, for example. If you want to live on the sun planet, Prabhupada says you have to have a body of fire, otherwise you cannot exist there. So there's different kinds of bodies. Like we have a special body made of earth, water, fire, air, space and all this. And according to the atmosphere, we have a specific body. But on other planets, the conditions are different. Just like I mentioned, the sun planet. If you want to live on the sun planet, the sun god, it has a different condition, different constitution. And there's also, like the Bhagavatam says, for example, Brahma. He has not a body of earth, water, fire, air. His body is mainly consists of intelligence. So even if we go there, we can't see him because intelligence is very subtle. We can only see the earth, and the water maybe sometimes, but the covering. And but when Brahma appears, or living entities on that planet appear, then we would even be able to see them. So this is
or if you want to live under the water, you have to have a body, a specific body. We cannot live under the water. We cannot live in the space just hanging out there, or we cannot live within the fire and all this. We have to have specific bodies for that. Just like we heard this morning, in former times, the demigods would come down to this planet, and when everything was very nice, the population, how do you say population? The population? No, what is this in English? The inhabitants, the inhabitants were very pious, situated in a completely different mood. They were absorbed in sacrifices and austerities and so many things. And then they would come. And they would regularly come when big sacrifices were, important religious events were executed. But now in Kali Yuga, people have become so degraded, and it also says in the Bhagavatam that in this age of Kali Yuga, we are all born as Shudras. We don't have any specific qualities. Of course, if we purify ourselves, it's a different story. But basically, we are all born as Shudras. And a Shudra doesn't have any qualities. His only qualities mentioned in the Bhagavad Gita is that he's working. That means he's very expert in how you say, working matter and serving others. The Shudra is never independent like the higher Varnas. So in this condition, the motive for the Shudras, the mode of ignorance is more prominent. The higher class is more passion, and then goodness. So the conditions were different. Now in this age of Kali Yuga, it says that Krishna, Vanam, Trisha, Krishna, Sangha, what is the last line? Yeah, Sumedusha. It says in the Chaitanya Charitamrita, it says that those who are intelligent, they adapt to the process of Sankirtan. Hare Krishna. Of course, it's a different kind of intelligence. It doesn't mean you have to be super educated, have a lot of titles and doctor titles and all these PhDs and all that to become a devotee. There's a different kind of intelligence. And this kind of intelligence is necessary to understand spiritual subject matters for becoming devotee. And Srila Prabhupada simply flatly says they're rascals. They are posing themselves as great scientists, qualified with so many titles and all that, but they don't even understand the very basic things. And what's the most basic thing in life, as Krishna says in the Bhagavad Gita in the beginning, Dehi noas minyata dehi komanam yamajata tada hantala prakriti satanamukati. Just like as what is this in English? This was in other languages. So wie die verkörperte Seele. The embodied soul from youth. Yeah, but in English, of course. So the embodied soul passes continuously from boyhood to youth and to old age, and finally meets death and goes to another body. And the self, what is that expression again? Not disturbed. Data is not disturbed by so many by these changes. This is self-realization. This is a very specific opportunity that we are given to become dearest. Not whenever something happens, we lament, or we get out of order. It's completely detached and based on knowledge, everything, not on emotions and passions. Anyway, this opportunity is there,
And Prabhupada used this expression, rascals, many times. When you hear his classes, Prabhupada is all the time saying, rascals, fools and rascals. And like I mentioned the other day, sometimes Prabhupada used to say, I'm not saying that. Krishna is saying in the Bhagavad Gita. Buddha, Naradama, Maya Patita Jnana Asura. Those who are not devotees, they're in one of these categories, or maybe several categories, I don't know. So that's Prabhupada is speaking very, very strongly about this. And also when, it was in 69, when they went, apparently they went to the moon. And Prabhupada was seeing this on TV, they put a TV in his room. And it was a big event, especially in America, it was big, big, big. Finally the Americans were the first ones on the moon. They matched out the Russians. And Prabhupada just remained completely cool and said they never went to the moon. And later on there were so many things coming out. The material they filmed on the moon and all that, they discovered that all these things were out of focus. They could never have been there. The light came from a different angle than what it was supposed to be and all that. Yeah. Anyway, it's just a question of time that these things come to light. It's just a question of time. Power would always remain completely full in Shastra. When things were not mentioned in the Shastra, not confirmed by Shastra, no. Thanks a lot, but I don't accept it. And I remember Purushottam was at that time Prabhupada's servant. He was Prabhupada's servant. And he said, yes, they went to the moon. He didn't believe Srila Prabhupada. And shortly after that, he blooped. Like we used to say, blooped at that time. This is not used anymore, this term, because then later on, in our ISKCON vocabulary, the fringe replaced the blooped. Prabhupada gave us this expression as a bloop. Bloop. When you store something in the water, it makes bloop. And that's why Prabhupada got this term from. Describing when somebody left the association of devotees, he blooped, fell back into the material ocean. And then fringy was because after a while, they didn't just bloop or disappear, but they remained on the fringe, being devotees, but not compromised to anything or following strictly. But they also considered themselves devotees. That is the fringe term. Anyway, so this is Prabhupada speaking here. The events of Srila Prabhupada are very, very important for us to hear. Because Srila Prabhupada was our example, he was our acharya. Whatever Prabhupada did, whatever Prabhupada said, we're lucky that we have these records in the form of books, like Hari Sauri's book, so we can associate with Srila Prabhupada actually this way. We're having an association with Srila Prabhupada by hearing about him from bona fide, authorized devotees. Like Hari Sauri, when you read this, he never says, I think it may be, or something like that. Because it was trained directly with Srila Prabhupada. When you said something like, I think, or maybe, oh, wow, you're inviting Prabhupada's anger. This is how he was teaching us. But now it is a little different because whatever the reason is. But at that time, Srila Prabhupada was training us like this. So we were very happy. We are very happy to have these recordings, and also, like I mentioned many times, we can hear Prabhupada's classes still. We can hear his voice. We can see him in videos, how he's walking and all this. So Prabhupada ki. Any questions? Or somebody wants to say something? Yes.
mentioned that, yeah, that the sutras, as a sutra, we born with the, let's say, with the quality of the servant, but actually, this is our natural position as a servant of Krishna, independent in the 5 rasas that we. Yeah, but in relation to the higher classes, like the Vaishyas, the Kshatriyas, the Brahmanas, they're kind of independent. They don't accept, how you say, subordinate, what's that? Subordinate positions. Subordinate positions. Whereas, like I mentioned many times, like in this age, people need some dependence. They cannot make their own, or very few people can be independent and do things like that. Whereas most of people are in a position of dependence. You have to, even if you study for years at the university, then you have to go, how I used to say, you have to go door to door and ask for a job, you know? or some food or something. You know? You're always depending. And you power compared it to the dog. The dog goes there and kind of moves his tail, very humbly. And when you give him something to eat, he becomes your servant, and he always stays with you. I gave an example. I gave it maybe 7 times. I gave the example. We were very far away from here. We were getting a new farm. And so while we were walking, look at the farm, the neighbor came on horse, surrounded by some dogs. And so, like the devotees always do, they give prasadam to the dogs. So we started giving prasad to the dogs, and when the guy on the horse left, some of the dogs stayed because they liked the food. And not only that, I noticed personally, when the owner comes back another time, they started whoa, barking at him, because they were now our dogs. That's what Bhagavad used to say. This is like dog life. You're always dependent like that. Like you studied, but that's not enough. You have to get a job if you want to take advantage of your knowledge, isn't it? You have to write your letters to get a job. You have to have good connections. You have to have some knowledge not to become cheated and all this kind of thing. Yeah? Yeah, okay. What's your answer? So we continue with Ja? Wirklich, habe ich betrunken, also nur wenn ich darf, ansonsten will ich sie auch vortragen lassen. Da war ein sehr betrunkener Junge gestern am Hauptbahnhof und ja, ich habe so Bällchen verteilt und er hat gefragt, ob das Vogelfutter ist. Und dann habe ich ihm das gegeben und er hat, nee, er will das nicht, er ist eben auf den Boden gefallen und als es auf den Boden gefallen ist, hat er es ganz schnell genau und dann gegessen, aber nur die Hälfte. Und den Rest hat er dann den Vögeln gegessen, ja, er hat es gegessen und den Rest den Vögeln gegessen. Ja. Hat ihn doch erwischt. Ja. So we continue here with Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Dvaita Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda. This is actually the verse for today. I mean the first verse. Jaya 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 Alle Ehre sei
alle Ehre sei. Sri Caitanya, Sri Caitanya, Sri Caitanya Mahaprabhu, Sri Caitanya Mahaprabhu, Jaya, Jaya, alle Ehre sei. alle Ehre sei. Nityananda, Nityananda, Sri Nityananda Prabhu, Sri Nityananda Prabhu, Jaya Advaita, Jaya Advaita, Jaya Advaita Chandra, Jaya Advaita Chandra, alle Ehre Alle Ehre sei Advaita Charya, sei Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhaktavinda, Jaya Gauradesh, alle Ehre sei den Geweihten Sri Chaitanyas. alle Ehre sei den Geweihten Sri Chaitanyas. Übersetzung. Alle Ehre sei Sri Caitanya Mahaprabhu, alle Ehre sei Nityananda Prabhu, alle Ehre sei Advaita Acharya und alle Ehre sei den Geweihten Sri Chaitanyas. So, wir lesen beide jetzt keine Worte. Kaishora Lidara Sutra Karilaganana Yauvana Lidara Sutra Karianukava Krama. Ich habe bereits eine Zusammenfassung des Kaishora Lila Sri Chaitanya Mahaprabhus gegeben. Lasst mich jetzt seine Jugendspiele in chronologischer Reihenfolge aufzählen. Vidya Sundaya Shatvesha Sambhoga Nitya Kirtanai Premanama Pradanaischa Gaura Divyati Yauvane. Indem seine Gelehrsamkeit, seine Schönheit und seine Kleidung zeigte, tanzte Sri Chaitanya, chantete er und verteilte er den heiligen Namen des Herrn, um die schlummernde Liebe zu Krishna zu erwecken. So leuchtete Sri Gaurachandra in seinen Jugendspielen. Yauvana. So, das sind drei. Das ist Kaumana, Yauvana, Jara. Kindheit, Jugend und dann Alter. Und Jara, Prabhupada erklärt das im Alter. Das Alter beginnt mit 50 Jahren. Also für einige etwa oder für einige nicht oder ein bisschen mehr. Und so. Ja? Und deshalb heißt es, dass man, wenn man 50, das 50 Jahres, das Alter von 50 erreicht, dass man sich dass man Abstand nehmen soll. Das heißt, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha. 50 Jahre, das ist das Alter. Das heißt, bevor man zu alt ist und der Körper nutzlos wird, sollte man schon sich bemühen, sich loszulösen von der ganzen Verstrickung der materiellen Gesellschaft. Und Prabhupada hatte auch die Angewohnheit, dass er selbst die Bodhis schon ein bisschen älter waren, ja? Dass er zu denen sagte, Boy. Dass er sie Boys nannte. Normalerweise in der westlichen Welt ist man Boy, wenn man so klein oder jugendlich ist. Ja? Aber für Prabhupada waren selbst die ein bisschen älter, man war immer noch Boys. Yauvana. Yauvana Pavesham Gera Anga Vibhusana Divya Vastra Divya Vesha Valdya Chandana. Als seine Jugend begann, schmückte sich der Herr mit Schmuckstücken, legte schöne Kleider an, bekränzte sich mit Blumen und bestrich sich mit Sandelholz. Vidyada Audatye Kahona Kade Ganana Sagala Pandita Jini Kade Atyavana. Sri Chaitanya Mahaprabhu war stolz auf seine Bildung und ohne sich um jemand anders zu kümmern, besiegte er alle Arten von großen Gelehrten, während er seine Studien betrieb. Das ist typisch. Das heißt, wenn jemand gescheit ist und ist gebildet, dass er stolz wird. Und das heißt, das war noch vor der Zeit, bevor er sich offenbarte als Vaishnava. Ja, das heißt, Chaitanya Mahaprabhu offenbarte sich nicht von Anfang des Lebens an als Vaishnava, sondern an einem ganz bestimmten Punkt. Nur heißt es zum Beispiel, dass er
ja, Navadvip oder wo auch immer, wenn er auf der Straße ging, erstmal war er bekannt als großer Gelehrter, der alle anderen Gelehrten geschlagen hatte, selbst Erwachsene oder ältere Gelehrte geschlagen hatte mit seiner Bildung von den Shastras, den Heiligen Schriften. Und deshalb, wenn er irgendwo in der Öffentlichkeit ging und ihm kam irgend so eine Person entgegen, die flüchtete. Die flüchteten. Und auch die Vaishnavas flüchteten auch vor ihm. Weil er so ein unheimlicher, wie sagt man, Diskutierer war. Und immer alle Argumente gewann. Und er begann, heißt im Caitanya, dann begannen die Vaishnavas, begannen zu Krishna zu beten, oh Krishna, bitte, mach den zu einem Vaishnava, zu einem Gott geworden. Das heißt, er war die höchste Persönlichkeit Gottes in der Form eines Gelehrten. Und später offenbarte er seine, wie sagt man, seine wirkliche Lila, nur eines Vaishnavas, eines Gottgewordenen. Vayugani chare kaila prama parakasha bhaktagana nanya kaila vividha vidasa. In seiner Jugend entfaltet der Herr unter dem Vorwand einer Störung der Körperlüfte seine ekstatische Liebe zu Krishna. In Begleitung seiner vertrauten Geweihten erfreute sich so vielfacher Spiele. Erläuterung von Sri Prabhupada. Der ayurvedische Heilkunst zufolge wird das gesamte psychologische System durch 3 Elemente bestimmt. Entschuldigung, nicht psychologisch, sondern physiologisch heißt es. Durch 3 Elemente bestimmt, nämlich Vayu, Pitta und Kapha. Luft, Galle und Schleim. Sekretionen innerhalb des Körpers werden zu anderen Sekretionen wie Blut, Urin und Stuhl. Wenn jedoch Stoffwechselstörungen auftreten, werden die Sekretionen durch den Einfluss der Luft im Körper zu Kapha, Schleim. Nach dem ayurvedischen System können 59 verschiedene Krankheiten auftreten, wenn Gallen, Sonderung und Schleimbildung, die im Körper zirkulieren, Luft stören. Eine dieser Krankheiten ist Irrsinn. Unter dem Vorwand, die Luft in seinem Körper und den Stoffwechsel seien gestört, führt es sich Sri Caitanya Mahaprabhu auf, als sei er verrückt. So begann er in seiner Schule die Grammatik der Verben und des Krishna-Bewusstseins zu erklären, indem er alles in der Grammatik in Beziehung zu Krishna erklärte. Veranlasste der Herr seine Schüler, sich von weltlicher Bildung zurückzuziehen. Denn es ist besser, Krishna-bewusst zu werden und auf diese Weise die am höchsten vervollkommnete Stufe der Bildung zu erreichen. Mit dieser Begründung stellte später Srila Jiva Goswami die Grammatik mit dem Titel Hari Namamrita Vyakarana zusammen. Die Masse der Menschen hält solche Erklärungen für verrückt. Als der Herr vorgab, verrückt zu sein, verfolgte er daher die Absicht, nichts außer Krishna-Bewusstsein zu erklären. Denn alles kann mit Krishna-Bewusstsein verbunden werden. Diese Spiele Sri Caitanya Mahaprabhus werden sehr lebendig im Caitanya Bhagavat, Adi Kanda, 12. Kapitel, beschrieben. Ja, dann begann Caitanya Mahaprabhu sich zu offenbaren, zu manifestieren, das Devotee. Und wir hören, dass die Menschen dachten, der wäre, wie sagt man, von Sinn. Das wäre ungewöhnlich, dass jemand, vor allem Caitanya Mahaprabhu, befand sich auf einer Ebene des Krishna-Bewusstseins, die, wie sagt man, gewaltig ist. Wie sagt man, gewaltig ist? Ja. Wenn ihr jetzt Fragen zu habt, dann könnt ihr die zwischendurch stellen. Ja, bitte. Kavita Karira Prabhugayate Gamana Ishvara Purira Samgita
Hai Milana. Danach begab sich der Herr nach Gaya. Dort begegnete er Srila Ishvara Puri. Sri Caitanya Mahaprabhu begab sich nach Gaya, um seinen Vorvätern achtungsvolle Opfergaben darzubringen. Diesen Vorgang nennt man Pinda Dana. In der vedischen Gesellschaft musste man nach dem Tod eines Verwandten, besonders des Vaters oder der Mutter, nach Gaya gehen und dort den Lotosfüßen Sri Vishnus Opfergaben darbringen. Deshalb versammeln sich täglich Hunderttausende von Menschen in Gaya, um solche Opfergaben oder Shraddha darzubringen. Sri Caitanya Mahaprabhu hielt sich an diese Sitte und begab sich ebenfalls dorthin, um seinen toten Vater Pinda darzubringen. Glücklicherweise begegnet er dort Ishvara Puri. Ishvara Puri. Wie es hier heißt, er wurde dann zum spirituellen Meister Chaitanya Mahaprabhu. Ja, das heißt, im Grunde braucht Krishna keinen spirituellen Meister. Weil Krishna ist der höchste spirituelle Meister. Aber die Rolle eines geweihten Krishna spielte, akzeptierte er auch beispielhaft, beispielsweise einen spirituellen Meister. Und nicht nur das, sondern wurde auch zu sehr unterfälligen, wie sagt man zu Deutsch? Oder demütigen Diener seines spirituellen Meisters. Als er später diskutierte mit einem Mayavadi Guru, das war nicht einfach nur irgendein Guru, sondern zu der Zeit war der hatte, wie Prabhupada sagt, der hatte über 60.000 Schüler. Das war eine sehr wichtige Persönlichkeit im sozialen, wie sagt man, Umgebung, sozialen Umgebung. Und der fragte, ich stellte ihm diese Frage, warum er nur sang und tanzte. Weshalb er nicht wie alle Mayavadis sich hinsetzte und das Vedanta Sutra studierte und spekulierte in der Welt. Und dann sagte Caitanya Mahaprabhu, als Antwort sagte Caitanya Mahaprabhu, mein spiritueller Meister hat mir verboten, das Vedanta zuzunehmen, weil ich ein Dummkopf bin. Ich bin ein Dummkopf. Und anstattdessen sollte ich die heiligen Namen chanten. Nur die heiligen Namen chanten. Das heißt, er präsentiert es sehr, sehr demütig für Prakashananda Saraswati, Mayavadi Guru. Und die ganzen versammelten Sannyasis, die auch alle eingeladen waren zu dem Zeitpunkt, die waren erstaunt. Die waren vor allen Dingen erstaunt über seine Demut. Weil Mayavadis, wenn die Fortschritt machen in ihrem spirituellen Leben, die sind stolz, die halten sich für unglaublich und die glauben, letztlich glauben sie sogar, sind Gott geworden. Weil für die ist das Verständnis von Gott ein ganz anderes. Die halten sich dann sogar für Gott. Und deshalb war das für die erstaunlich. Wie ist das möglich? Ein Sannyasi? Und Caitanya Mahaprabhu hatte sogar Sannyas genommen in ihrer Linie. Weil Srila Prabhupada erklärt, dass zu der Zeit waren sozusagen die Vaishnava-Sannyasis nicht manifestiert. Und die Mayavadi-Sannyasis waren die, respektierten oder respektablen Sannyasis. Und deshalb nahm Caitanya Mahaprabhu von einem Mayavadi-Sannyas Sannyas. Aber da gibt es ein kleines Detail. Da heißt es, dass wenn man Sannyasi bekommt man vom Sannyas Guru ein besonderes Mantra, das wird zugefügt zum Gayatri Mantra. Und dann, als er einen Begriff von das Mantra zu bekommen, dann sagte plötzlich Caitanya Mahaprabhu, ist es dieses Mantra? Und er zitierte es. Das heißt, er wurde nicht von ihm ein, sondern Caitanya Mahaprabhu gab ihm das Mantra. Das war der Trick Caitanya Mahaprabhus. Ja. So, weiter. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Das heißt, wir sollen mit Mayavadis eigentlich keine Gemeinschaft pflegen, ne? Und speziell auch nicht von ihnen hören. Ich verstehe. Ich sage, das heißt, wir sollen
von Mayavadis nichts hören, ne, und auch ihre Gemeinschaft meiden. Wir sehen in dem Fall von Caitanya Mahaprabhu, dass er sogar zu denen gepredigt hat. So, wie können wir das jetzt auf uns beziehen? Sollen wir trotzdem auch versuchen, zu Mayavadis zu predigen, oder sollen wir lieber Abstand halten? Caitanya Mahaprabhu war eine ganz andere Kategorie. Ganz wenig. Wir gehören nicht zur gleichen Kategorie. Solange wir nicht wirklich geschult sind und nicht wirklich fixiert sind in unserem hingebungsvollen Dienst und vor allen Dingen im transzendentalen Wissen, was wir vom Glaube bekommen haben, sollten wir länger lieber die Finger davon lassen. Was sagst du denn dazu? Ich wollte sagen, einmal Prabhupada hat das gefragt, die möchten in einem Ashram, Mayavadi Ashram gehen in Indien. Und Prabhupada sagte, lasst ihn in Ruhe, es gibt so viele andere wichtige Personen, lasst diese Ashram in Ruhe. Da gibt es Beispiele von der Prabhupada in Indien. Manchmal wurde Prabhupada eingeladen von irgendwelchen Organisatoren, die hatten auch Mayavadi-Sannyasis eingeladen. Und dann bestand Prabhupada oft darauf, dass er zuerst spricht. Ja? Und wenn er dann gesprochen hat, ging er. Weil er sich die Kommentare von den Mayavadis nicht einholen konnte. Oder manchmal saß Prabhupada in so einem Meeting und jemand sprach und redete alle möglichen Mayavadi Unsinn. Dann sagte Prabhupada zu seinen Schülern, Chant! Und dann haben die Kirtan gemacht. um die Atmosphäre zu reinigen von diesen Verunreinigungen der Mayavadi-Philosophie. Ja. Es ist bekannt, wo die Mayavadi-Philosophie ihren Ursprung hat. Ja. Weißt du nicht? Von Shiva, in der Form von Shankaracharya. Es heißt, ne, die Shastras sagen, dass Shiva den Auftrag bekam von Krishna, die Materialisten oder die zu verblenden, zu verwehren. Und deshalb erschien in der Form von Shankaracharya, was eine sehr mächtige Persönlichkeit. Wie war das noch? Mit 5 Jahren oder so war er schon, ganz früh. Als Kind schon, da war es ein Jahr. Und er akzeptierte nur Schüler, die absolut strikt waren. Ja, und er schrieb auch Kommentare zu Bhagavad Gita, aber nur begrenzte Zahl von Kapiteln der Bhagavad Gita. Ja, und zur gleichen Zeit gibt es Texte von Shankaracharya, wo er sagt, ihr Dummköpfe, hört auf mit euren Spekulationen und gebt euch einfach nur Govinda hin. Krishna, gebt euch einfach nur Krishna hin. Aber das ist sehr schwer zu verstehen, wenn man verwehrt ist von der Mayavadi-Philosophie. Das erfordert nämlich einen ganzen Gemütswandel. Wie sagt man das in Deutsch? Ja. Wie uns Caitanya Mahaprabhu gezeigt hat, dass er sich ganz demütig präsentiert. Ja? Nicht, dass man reinkommt und sagt, hier, ich habe auch mal eine Philosophie und ich will auch mal hier was sagen. Das ist nicht die richtige Haltung. Im Grunde genommen ist es eine Missinterpretation seiner... Das hat ja einen ganz besonderen Zweck. Prabhupada hat das erklärt. Das ist ein ganz besonderer Zweck, dass Shankaracharya erschien. Nämlich er erschien nach Buddha. Buddha hatte die Veden abgelehnt. Und man kann keinen spirituellen Fortschritt machen ohne die Veden, ohne das Wissen der Veden. Und Buddha war ein Shaktyavesh-Avatar von Krishna, ein Avatar von Krishna, der mit einer ganz besonderen Mission kam. Nämlich die vedischen Opfer zu stoppen, wo über Tieropfer gesprochen wird. Weil die Brahmanas benutzen die Tieropfer dazu, einfach nur den Fleischessern das Fleisch zu facilitate, wie sagt man neu? Bereitzustellen. Ja, indem sie sogenannte vedischen Opfern das machen und so weiter. Ja, und heißt es aus Mitleid mit den Tieren, die da geschlachtet wurden, ja, erschien Buddha, um diese Opfer zu stoppen. Ja. Und weil er eine große Persönlichkeit war, war sehr anziehend.
Ja, der sprach gar nicht so viel. Und die Kamera und daraufhin erschien Shankaracharya, auch mit einer Mission. Was war die Mission von Shankaracharya? Die Autorität der Veden wieder einzuführen. Aber dass es ein großer Sprung war von der Lehre zur Krishna Bhakti, präsentierte er ein Mittel, wie sagt man, ein Zwischenstück. Ein Zwischenschritt. Ein Zwischenschritt. Er etablierte wieder die Veden. Ja? Und nach Shankaracharya wurde diese sogenannte spirituelle Philosophie, diese Interpretation der Veden von Shankaracharya widerlegt von den großen Acharya, Ramanujacharya und Madhvacharya. Die Predigt von ihm war so stark, dass der ganze Buddhismus und unpersönliche Philosophie, die wurden einfach, wie sagt man, zerschlagen. Die konnten sich vor Ramanuja und Madhvacharya nicht halten. Entweder flüchteten die oder ja. Das heißt, Madhvacharya und Ramanujacharya brachten die Aufmerksamkeit der Menschen wieder zur Hingabe zu Gott, zum persönlichen Gott. Aber Caitanya, es heißt, Caitanya Mahaprabhu schloss den Kreis, wie sagt man das? Schloss den Kreis, indem er wieder reine, lautere Liebe in der Form von Madhurya Rasa präsentiert. Ja? Eheliche Liebe. Vertraut ihr das in Deutsch? Ja, eheliche Liebe präsentiert. Ja, während die Ramanuja und Madhvacharya, die lehren die Hingabe, Liebe auf Distanz. Aber gibt es Beispiele, genau wie man zum Beispiel, man kann nicht eine intime Beziehung haben zum König, sondern kann man die Beziehung zum König, dass man dient und dadurch gesegnet wird. Aber bevor man in den intimen, wie sagt man, Kreis einer solchen Persönlichkeit vorgelangt, muss man sehr viele andere Dinge, andere Qualifikationen haben. Und deshalb heißt es, dass Caitanya Mahaprabhu diesen Kreis geschlossen hat. Er kam mit dieser Mission, eine seiner Missionen, hat viele Missionen, verschiedene Missionen. Nur ich habe das schon öfters erwähnt, wenn wir über das Thema gesprochen haben, dass wenn man nach Mayapur reist und man geht zur Caitanya Mat, den Tempel, den Bhakti Saraswati gegründet hat in Mayapur, der hat what are the names of the deities? Ja, Giridhar. Ja. Und dann kommt man hin und dann hat er diese Bildgestalten von Radha Krishna installiert. Und zur gleichen Zeit hat er auch eine Murti, eine Bildgestalt von Caitanya Mahaprabhu steht daneben. Nicht das Panchatattva, obwohl die Teile, sondern nur Caitanya Mahaprabhu. Und dadurch wollte er zeigen, dass Caitanya Mahaprabhu eine Kombination von Radha Krishna ist. Das heißt, Caitanya Mahaprabhu ist Radha Krishna in einer Person. Und wenn man dann rausgeht, dann sind an der Kuppel von dem Tempel befinden sich 4 Altäre, die so eingebaut in der Außenwand von den 4 Sampradaya-Charyas. Mit anderen Worten, nur Bhakti Siddhanta Saraswati wollte lehren oder wollte zeigen, dass Caitanya Mahaprabhu die Lehren der 4 Acharya, wie sagt man zu? Verbunden. Das ist, dass praktisch die Lehre Caitanya Mahaprabhu die Gipfel von all diesen Vaishnava Acharya, die Lehren der Vaishnava Acharyas ist. So, das heißt, Shankaracharya hat eine Funktion. Und Buddha hat auch eine Funktion. Nun, Buddha lehrte, das ist enthalten in dem Gebet, was wir jeden Tag hören, Buddha Opfern zwischen den Frauen und David. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachari Nirvishesha Shunyavadi. Nirvishesha ist die unpersönliche Lehre und Sunyavadi bezieht sich auf die Lehre. Das heißt, das sind die Lehre von Buddha und die Lehre von Shankaracharya. Ja, und das Prabhupada, ich habe gehört, dass
Dieses Gebet hat Prabhupada selber komponiert und es uns gegeben. Das heißt, indem er seine Mission beschreibt, nämlich dass er die Mayavadis-Philosophie widerlegt, ja? Und auch die Lehre von der Lehre, dass nämlich nach diesem, wenn man den Körper aufgeht, oder erleuchtet, besser gesagt, wenn man eine Erleuchtung erlangt, dass man in die Lehre eingeht. Während Shankaracharya uns gelehrt hat, dass wir ins Brahman eingehen, die leuchtende Kraft, die sich jenseits der Manifestation befindet. Ja, und Chaitanya Mahaprabhu, erstmal die Vaishnava-Acharya und dann Chaitanya Mahaprabhu uns den vertraulichsten Teil offenbart hat. Und auch seine Hingabe zu Krishna war außergewöhnlich, war sehr wenig, wie sagt man, normal oder gewöhnlich. Wenn man zum Beispiel Chaitanya Caritamrita liest, der erste Teil, Adi Lila, dann Madhya Lila, dann der erste Teil, sozusagen der Anfang, der mittlere Teil, die Mitte und dann der letzte Teil. Der letzte Teil bezieht sich vor allem auf die Zeit der Chaitanya Mahaprabhu in Puri. Und da eine Hingabe oder eine Liebe zu Krishna war, die völlig unbekannt war. Ja, völlig unbekannt. Das war so, wie ist man so, will ich sagen exzentrisch, aber das war so, ja. Nur dass er zum Beispiel, dann hatte er ein Zimmer und weil er manchmal rauskam, manifestierte so scheinbar verrückte Sachen, dass sie nicht mehr wollten, dass er aus dem Zimmer kommt, dass sie verschlossen haben. Und dann war er trotzdem draußen, obwohl die Tür verschlossen war. Und dann ging er zum Strand und chantete in Ekstase. Und manchmal entkam er den Devotees, die sich um ihn beschützen oder ihm dienen. Ja, und eines Tages war er wieder verschwunden und die Devotees suchten ihn überall. Und sie liefen am Strand entlang, in Puri. Und suchten ihn überall. Und plötzlich trafen sie einen Fischer. Und der Fischer, der sagte, Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna. Und dann wussten sie der hat Kontakt mit Chaitanya Mahaprabhu. Und dann haben sie ihn gefragt und er sagte, ja, ich habe gefischt. Und dann habe ich plötzlich eine ganz große Beute im Netz gehabt. Und als ich die berührt habe, da muss ich anfangen zu chanten. Da habe ich die heiligen Namen bechantet. So, das ist ein bisschen fortgeschritten, das zu verstehen. Ja, deshalb, wir sollten das auch nicht. Deshalb ist es gut, dass der Prabhupada uns diese Dinge erklärt hat, dass es alles, wie sagt man, umgarnt ist von seinem Bhakti-Vedanta Purpose, um das zu verstehen. Ja, wenn wir das lesen würden, dann würden wir kein Wort verstehen, würden wir völlig zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Ja, so Chaitanya Mahaprabhu ist eine ganz besondere Form Krishnas. Ja, wie ich gesagt habe, das ist ursprünglich, da gibt es sogar habe ich gehört, dass es in Indien sogar Leute sagen, Chaitanya Mahaprabhu ist die ursprüngliche Form Krishnas. Von der Radha Krishna ausgeht. Ja, aber das ist keine autorisierte Philosophie. Das ist Sahaja Philosophie. Die das alles, den ganzen Vogel des Krishna-Bewusstseins, wie sagt man, für was Billiges halten, was man einfach ohne große Bemühungen, ohne Qualifikationen erlangen kann. Es ist schon 9. Dann wollen wir jetzt schließen hier. Irgendwelche Fragen noch dazu oder Kommentare? Ist keine Frage diesmal? Doch. Ja, siehst du? Muss ich das. Aber es wird ja gesagt, Chaitanya Mahaprabhu hat auch sein ewiges Lila, beziehungsweise ist auch Krishna im Endeffekt. Aber trotzdem. Ich habe das oft öfters erwähnt, dass die ersten Bhagavatams von Srila Prabhupada, die Prabhupada mitgemacht hat, die hatten so ein Papiereinband, wie sagt man? Ja, das gibt es
haben wir auch jetzt noch immer, oder? Der Deutsche? Umschlag. Ja, ja, Papierumschlag. Schutzumschlag sozusagen. Ja, und die hatten Schutzumschläge. Und auf alle drei zeigen die Vaikuntha-Planeten. Und die Vaikuntha-Planeten in Brahmajyoti. Das hat wieder eine blau und so. Ja, und da gibt es ein Band, oder gab es ein Band, den gibt es heute gar nicht mehr, weil es ist nur noch ein Band. Ja, da sieht man Krishna, Goloka Mandaran, die Lieder von Radha Krishna und Kühe und die Gopis und so weiter. Und in einem Teil des Lotus sieht man die Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda und ja, wie sie Harinam machen. Das heißt mit anderen Worten, auf Krishna Loka existiert auch diese Form, Chaitanya Mahaprabhu. Ja? Aber trotzdem geht Chaitanya Mahaprabhu von Krishna aus. Oder? Ja, das ist, im Grunde ist Krishna und Chaitanya Mahaprabhu eins. Das ist eine direkte Manifestation Krishnas. You want to say something? I agree. Thank you for agreeing. Because when he agrees, it's not that he agrees, but it's based on Shastra. Was wollten noch? Chaitanya Mahaprabhu, als Sannyas genommen hat, hat er sich ja die Haare geschoren. Warum hat unser Deity Chaitanya Mahaprabhu Haare auf dem Kopf? weil in der Form sehr schwer Chaitanya Mahaprabhu zu verehren, weil er so entsagt ist. Wir verehren normalerweise nur Nityananda und Chaitanya Mahaprabhu. Nur weil wir die schmücken können und alles. Zum Beispiel ist das im Grunde Rasa Basa, der Altar im Augenblick. Chaitanya Mahaprabhu war nie in der Form von Gona Nitai in Puri. Chaitanya Mahaprabhu kam nach Puri als Sannyasi. Rasa Basa. Aber das ist nicht die meisten Puri. Das ist ein Widerspruch unter den Lieders, in den Lieders. Ja, und ich habe gehört, dass es auch im Vandalen gibt nur eine Form von Chaitanya Mahaprabhu in der Form als Sannyasi. Ja. Hier am Tempel. Did you see it? Ja. Ja. Ja, da gibt es auch Bilder davon. In Vandalen gibt es einen Tempel, wo eine Bildgestalt von Chaitanya Mahaprabhu in der Form von Sannyasi fällt. Während Chaitanya Mahaprabhu, Gauradesh ist sehr barmherzig und akzeptiert alle unsere Opferungen. Wenn da einfach nur ein Sannyasi stehen würde, dann wäre das sehr limitiert, das Ganze. Hier können wir so viel Schmuck auf Chaitanya Mahaprabhu anbringen. Im Grunde ist das, bevor er Sannyas genommen hat. Ja. Und die singen und tanzen. Stehen immer so mit erhobenen Armen. Ja. Wenn Sannyas ist mehr ein bisschen ernster, das Ganze. Ja. Ja, das war deine Frage. Ne? Ja. Gute Frage. Das heißt, du machst dir Gedanken? Ein bisschen, ganz bisschen. Ah? Ganz bisschen. Ich sagte ganz bisschen. Ein wenig. Ganz bisschen. Ja, das ist richtig an. Gut, machen wir Schluss oder ist noch jemand? Shri Prabhupada ki jai, Shri Gauradesh ki jai. Sonst Bhakti Bhusana Swami Maharaj ki jai.